Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt von Humankind. Bei Humankind handelt es sich um ein Strategiespiel, das durch die Menschheitsgeschichte führt und wird sich so vom Genre her direkt mit Civilization messen lassen müssen. Ich selber schaue mir hier gemeinsam mit euch eine Demo-Version an. Im Vollpreis ist das Spiel zum Zeitpunkt der Aufzeichnung zumindest für rund 50 Euro zu haben. Bevor wir hier die Demo spielen, schauen wir aber natürlich mal in die Tutorials rein. Englisch mit Untertiteln. Ich habe vorher schon mal einen kurzen Blick reingeworfen. Ich denke, ich lasse die einfach mal laufen und wir, die auf uns wirken. Ich spare mir jetzt da bei den Tutorials noch dazwischen zu quatschen. Also, erste Schritte, Teil 1, 2, 3, 4, Epochen, Hände hoch, eure Geschichte, wo nicht den Glauben verlieren. Gut, ich lasse einfach mal alle laufen. Wenn ihr die nicht sehen wollt, ist es ja ein Kinderspiel, diese in YouTube zu überspulen. Welcome to the Humankind tutorial series, where we'll give you a rundown of the different parts of the game. In this one, you'll learn some basic mechanics like movement, advancing out of the Neolithic era, and early game tips and tricks. Everybody in Humankind starts off as a Neolithic tribe, and the goal in this stage is to make it up to the Ancient Era. How do you do that? Well, you'll have to gain era stars. You gain era stars by completing objectives, which you can see up here in the top left corner of your screen. Before we get into what these objectives are, though, you'll have to learn to navigate the map. To move your units, select the group, then select the tile you'd like to move to. Different units have different numbers of movement points, and once you're out, you'll have to wait until the next turn to move again. These guys only Habe ich gesagt, das Spiel müsste sich mit Civilization messen lassen? Vielleicht meinte ich das auch, aber primär meinte ich tatsächlich Age of Empires. Gut, was wir hier zu sehen bekommen, sind tatsächlich so die Basics. Age of Empires fiel mir gerade ein, als der Sprecher sagte, wir müssen bestimmte Aufgaben erfüllen, erreichen dann irgendwann einen gewissen Level oder Punktzahl, womit wir dann diese Fortschrittsoption eben aufrufen können. Alle fangen in der Steinzeit an und entwickeln sich dann durch die Epochen. Jawohl. Wenn euch noch ein Spiel einfällt, was da vergleichbar wäre oder wenn ihr vielleicht schon mal Humankind gespielt haben solltet und ja, da eine Meinung zu haben solltet, wie gut, wie schlecht das ist, vielleicht für sich alleine oder auch im Vergleich, lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank. Nur aber weiter. have 4 movement points, as you can see here, and we've used them all. Let's click the End Turn button here. Humankind is played in turns. Every player carries out their actions simultaneously during their turn. When there's nothing left to do, you must select End Turn to move to the next one. Ending a turn will refill unit movement points, advance any ongoing constructions, and top up the number of resources you produce. Okay, und das Ganze in Hexagon-rundenbasierter Manier. Das muss man natürlich mögen. Also ich sehe das jetzt weniger als Vor- oder Nachteil von dem Spiel, aber es ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dass es nicht einfach als Echtzeitstrategie läuft, schon als Strategiespiel, aber rundenbasiert. Alle, die zusammen spielen, führen ihre Züge wohl gleichzeitig aus, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Ich hatte gesagt, ich rede nicht so viel dazwischen. Nicht wahr? Nein, ich wollte gar nicht dazwischen reden, aber das tue ich ja auch nicht, weil ich das Video ja immer anhalte, bevor ich was sage. Wenn euch das gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank. Each era, you'll have to earn 7 era stars out of a possible 21 to advance to the next one, except for the Neolithic era. Here, you'll have to obtain 1 of 3. To obtain a growth star, you'll have to gain population units. To gain units, you'll have to earn food, which can be found through hunting wildlife, ransacking animal sanctuaries, and sending units to these glowing curiosities with the food icon. Ransacking is pretty simple. If you find yourself near one of these markers here, select your army, then select the ransack button on the right side of your screen. Then select the sanctuary you'd like to ransack. In the Neolithic era, it'll take a turn to finish, but later down the line, depending on what you ransack, it could take longer.
You can also ransack outposts, districts, and extractors, but we'll talk a little more about that in the Break the Wall video. You'll get science stars by obtaining science curiosities, similar to the food ones I just mentioned. Pay attention to the curiosities icon to know exactly what you're picking up. To earn a hunter star, you'll have to hunt wildlife. In this era, you'll find deer, bears, and mammoths, so make sure you have enough units with you to live to tell the tale. To attack an animal, select your army, then select the attack button in the army panel on the right and select the animal you'd like to attack. I'm going to hit this button to resolve the battle manually, and this will open up the battle map. Place your units in the deployment phase, paying attention to terrain elevation and type. We'll dive deeper into how battles work in the Stick 'em Up videos, but for now, just remember, high ground equals good, rivers and low ground equals bad. Just a couple extra things to think about and take with you in these early stages of the game. The foggy parts of the map are areas you either haven't discovered yet or don't have vision over. When you navigate to these areas, the terrain will become visible to you. Be careful though, because you may also discover a hostile faction, animal, or independent people. Also, different tiles on the map work in unique ways. For example, traveling on or through forests will cost more movement points than usual. Rivers work a little differently. Landing on a river tile will cost quite a few movement points, but traveling along a river will allow you to move without penalty. Hover over different tiles to see how many base movement points it'll cost to travel over them. And that should be most of the basics. Check out some of the other videos for a deeper dive into the more specific parts of the game. Okay, das ist es soweit mit den Basics. Das ist so knapp an der Grenze, wo es für den DAX irgendwann schon zu kompliziert wird. Aber ich sag mal, wenn das rundum schon mal die wesentlichen Punkte des Gesamtspiels beschreibt, dann ist das sicherlich noch managebar. Gut, wir haben ja jetzt nochmal verschiedene Spezialvideos, wo wir schauen können. Fundament, Bausteine, Stabilität, Gedächtnis bleiben und so weiter und so fort. Also bis jetzt, so von den Basics her, ja, ist es jetzt für mich noch keine Besonderheit zu anderen rundenbasierten, ähnlichen Strategiespielen. Man schaue sich zum Beispiel Strategic Mind an, habe ich auf meinem Kanal mal gespielt, oder auch verschiedene andere. Ich persönlich bin meistens oder heutzutage nicht mehr so der Freund von rundenbasierten Hexagonfeldspielen, aber warten wir mal ab, ja, wie sich das Ganze hier noch weiter darstellt. Zum Beispiel im nächsten Video. Now let's get to building you a big old city, shall we? In this one, we'll be chatting about placing outposts, creating and managing cities, and collecting the 4 basic resources in the game, FIMS, or Food, Industry, Money, and Science. To start, you're going to want to claim a territory by placing an outpost. To do so, just select your army, navigate to this button here, and plop the outpost down on any tile you want. It's really simple, but there are a couple things to consider. Outposts cost influence to build. In the Neolithic era, you'll gain influence by hunting and discovering science curiosities. There are other ways to earn it down the road, which you'll discover as you play the game. When placing an outpost, first you'll want to consider your proximity to your opponents. Being close to your enemy doesn't have to deter you, but just know that settling beside them may put them on edge. Secondly, elevation. Your outpost or city may be attacked one day, so it might be wise to get ahead of it and take the high ground. Think of elevation as a natural defense. And finally, resource output, which we'll talk about right away. Territories are sectioned off by dotted white lines like the ones you see here. When you place an outpost within one of these areas, the section becomes yours and is outlined by your empire's color. Be on the lookout for territories with an abundance of resources, shown by these icons on the map. The 4 main building blocks of any bustling city or outpost are food, industry, money, and science, or FIMS. Each of these basic resources can be exploited directly from the map, the amount of each depending on where you place your outposts and districts. Okay, also wir haben auf jeden Fall Zusammenhänge, Nahrungsketten, Einflüsse von verschiedenen Geländearten und je nachdem, in welcher Höhe gebaut wird,
Ja, also scheinbar auch so eine Art komplexes Wirtschafts- und Managementsystem, wo man mit Wirtschaft, mit Geld, mit Nahrung und anderen Dingen handeln und hantieren wird müssen. Food will feed and grow your population, industry will affect the production speed of your city, money will let you buy stuff, and science will help your people learn new things and advance technologically. Starting out, a good bet is to look for areas with good food or industry yields, but almost every territory can be lucrative if you play your cards right. Back on the subject of outposts, you can place one in the Neolithic era, but you won't be able to convert it into a city until you've chosen a culture in the ancient era. So, what's the difference between an outpost and a city anyway? Well, an outpost can be placed on the map, like I said before, to claim the territory. You'll be able to exploit food and industry adjacent to your outpost location, and the game will show you a FIMS pre-visualization when you hover over different tiles. You'll also be able to place resource extractors, but that's pretty much it. You won't be able to grow much economically from there. Converting your outpost to a city is the solution to this problem. Building a city will cost some influence, but that's where the real growth starts. You'll Okay, und die wichtigste Aufteilung, wenn ich das hier so wahrgenommen habe, so gut wie alles kann ich in meiner Stadt oder meinem Dorf machen. Ich kann noch Außenposten und Minen irgendwo einrichten, wo aber ich nicht so viel Ökonomie und Punkte drüber generieren kann und auch nicht forschen kann und solche Geschichten, die ja auch im Verlauf der Geschichte erforderlich sind, kann man sich ganz gut merken. Also wenn ich Ressourcenextraktoren, Dörferstädte und Außenposten, wenn es dabei bleibt, ist es ja schon mal noch eine ganz übersichtliche Struktur. Mir ist bei solchen Spielen immer wichtig, die können komplex sein, die können viele Funktionen bieten, aber es darf mich auch nicht erschlagen und ich darf auch nicht, wenn es möglich ist, sofort verlieren oder keine Chance mehr haben, wenn ich nicht alle diese Optionen beherrsche oder anwende. gain access to both districts and infrastructures, which will allow you to increase the amount of resources your city generates and exploits. You can only convert your outpost into a city once you've reached the ancient era. To start the conversion after you've chosen your first culture, go into your outpost and navigate to the menu that appears on the right side of your screen. If you've got enough influence, you can hit this button right here to start construction. Your outpost will instantly upgrade to a city. And remember, the first city you build will become your empire's capital. I've mentioned districts and infrastructures a few times now. Once you have your city selected, on the right side of your screen, once again, you'll see a series of hexagonal icons and a few square icons. The hexagons are districts, which are quarters that are placed directly on the map to exploit and gain specific resources. For example, let's take the Maker's Quarter, which specializes in exploiting industry and adds an industry population slot. Managing your population will be very important down the line as your population grows. For now, hit the icon to select it. Once you have it selected, you can hover over different tiles adjacent to your city center or any other applicable tiles to see which resources you'll gain from placing it there. You may also see a UI suggestion for where you'll get the most out of your placement, but it's ultimately up to you to decide where you'd like to set it down. The same works for farmers' quarters, except they exploit food instead of industry. Back to the menu, the square icons are infrastructures. These are usually upgrades to your city's resource output, but the difference here is that they are not placed on a tile. Infrastructures are straight upgrades to your city, so you don't have to worry about where to place them or what they exploit off the map. For both districts and Finde ich schon gut, ne? Also es gibt Distrikte, in denen man bestimmte Sachen aufbauen kann. Die erste Stadt, die man baut, ist gleichzeitig die Hauptstadt. Was ich gut finde, ist, mal gucken, in welchem Umfang das dann durchgezogen wird, dass es auch Upgrades gibt, und das wurde gerade eben zuletzt gezeigt, die man einfach so dazu bauen kann, ohne dass man sich um die Platzierung Gedanken machen muss, sondern dass deren Effekte einfach dem Spiel dann zugutekommen, ohne dass ich es noch irgendwo hinbauen oder noch Wege, Leitungen oder sonst irgendwas ziehen muss. infrastructures, hover over their icons before you queue them up to know exactly what you'll be exploiting or gaining. Once you select an infrastructure or place a district, you'll see that your constructions queue up in the order that you start them. Everything you build in your cities costs industry to complete. Let's say you earn 100 industry per turn, and the district you like to build costs 400. It'll take 4 turns to complete that district, assuming your industry income remains the same each turn. Every turn,
Industry has contributed to the construction and continues to do so until enough has been put in to complete it. If there's anything left over, that industry will be carried over to the next thing in your queue. The same process is used for researching technologies, only it uses science, not industry. If you're feeling a little impatient, you can also just buy out the whole construction with money, or, after some research, population. Be careful though, it can get a little pricey the further off it is from being completed. There's still a lot more to go through when it comes to city management in Humankind, so in the next one, we'll dive a little deeper into how you can make your cities more lucrative. Okay, wie wir schon gehört haben, es wird noch komplexer. Wurde uns hier angekündigt nach den Basics, die Stadtbau-Basics. Im nächsten Video geht es dann weiter mit Bausteinen, Stabilität, Technologien, Strategie, Luxusressourcen, Wachstum, Breite, Höhe, Gebiete angliedern. Das war jetzt noch relativ übersichtlich mit der geschäftigen Stadt Teil 1, mit den verschiedenen Bezirken bzw. Distrikten, den Upgrade-Möglichkeiten, dass pro Zug Punkte generiert werden, die dann auf die verschiedenen Projekte verteilt werden, je nachdem, wie man sie dann in die Warteschlange eingereiht hat. Mal schauen, was uns jetzt hier im nächsten Teil von der geschäftigen Stadt erzählt wird. Da geht es dann ja wohl ans Eingemachte und viel komplizierter wird es dann wohl auch nicht mehr werden, zumindest was den Stadtausbau angeht. So we've already discussed building you a nice little city to live in, but there's a lot to go over on the topic. So we thought we'd make another video covering how to keep that city on the right track. In this one, we'll cover maintaining stability, attaching territories, and exploiting luxury and strategic resources. One of the most important things you'll need to keep an eye on when it comes to your city is stability. When your people are happy and healthy, they're more productive. When they're not, well, they're not. Your stability meter shows how stable your city is. The higher you are on the meter, the more loyal your people will be. The pink area on the meter is your current stability value. As you can see though, there is another portion indicated in white. This is your target stability, which is where your stability is trending. From where you are currently, your stability will either increase or decrease by 5% every turn until it hits the target value. When your stability gets too low, things start to go downhill fast. Okay, das ist ja jetzt auch keine neue Erfindung von Humankind, aber ist natürlich klar, ne? So die Basics, die man aus ähnlichen Spielen kennt, wie auch der Einfluss meiner Handlung auf die Zufriedenheit der Einwohner, dass sie dann mehr oder weniger produktiv sind oder irgendwann den Aufstand proben, kennt man ja alles. Das ist ja auch nicht verwerflich, übliche und bekannte Mechaniken in ein eigenes Spiel zu übernehmen. Once you start to dip below 30% stability, your city will become unstable. Your people will become mutinous, refusing to build most districts, stability-enhancing quarters and shared projects being the exceptions, and eventually leaving altogether, and that's one more enemy you'll have to deal with. How do you maintain stability? There are a couple ways. First of all, keep an eye out for districts and infrastructures that improve the pink stability icon. These will increase stability and make your people happier. Also, try to keep the number of cities you own within the set limit. You can see how many cities you can own without penalty up here in the top right corner of the screen. Finde ich, by the way, auch ganz nett, dass es solche Tutorial-Videos gibt. Ich bin mal gespannt, ob dann gleich im Spiel selber so die üblichen Tutorials wie in anderen Spielen auch gezeigt werden. Aber dass es hier auch eingebaute Videos gibt, das ist ja nur auch keine Selbstverständlichkeit. Muss man sich nicht unbedingt angucken, aber ich mache es jetzt mal, weil unter uns, ich versuche die Demo-Version ein bisschen auszureizen. Ich weiß ja nicht, wie weit man da gleich spielen kann, wenn wir im Spiel drin sind. Wir werden sehen. If you found more cities than this number, you will receive penalties to your influence income. But what if you want to expand further? You have a couple options here. First, you can increase the number of cities you can build by advancing to certain cultures or researching new technologies. We'll talk about that in a second. You have another option though. In Humankind, you can attach adjacent territories to create larger ones, which will allow you to rule over more territory and add to the resource output of the original cities. It will also help with city management and will allow you to apply wonder bonuses to more districts if you've discovered one in your original territory. We'll talk more about wonders in the One to Remember video. To attach territories, one of them must already contain a city. Select the original city
and above the target outpost pin, you should see an attach button. If you've got the influence to spend, hit that, and voila! Damn, that's one big city you've got there. Be careful though, attaching cities will cause them to grow quickly, which will also decrease stability. That's something you'll have to learn to balance. You may have already noticed some icons that look like this on the map. These Finde ich ganz interessant, diese Option. Wenn man mehrere Städte hat, dass man eine Angliederungsoption wählen kann, dann wachsen sie schneller, aber alles, was Vorteile hat, hat halt auch Nachteile in der Balance, senkt die Stabilität, dass man dann wieder mit anderen Sachen klarkommen muss. Also alles, was man hier entscheidet, hat Auswirkungen auf andere Elemente des Spiels. Wie realistisch oder nicht realistisch die sind, steht dann auf einem anderen Blatt. So, was sagt er hier? Es sind möglicherweise bereits Symbole auf der Karte aufgefallen, wie dieses hier. Floating Gold. Hört sich irgendwie gut an, ne? Oder? Nein. Schwimmendes Gold. Walspermien? Okay, bevor ich jetzt hier weiter drüber nachdenke, lasse ich mal das Video weiterlaufen. are luxury and strategic resources. You use strategic resources to help create more advanced districts and units, and you can also sell them for some sweet, sweet cash. For example, horses will allow you to create mounted and chariot units. Luxury resources will provide bonuses to your empire, improve stability, and like strategic resources, Also, um es mal kurz zu sagen, auch Luxusgüter haben einen gewissen Einfluss und man kann daraus bestimmte Dinge für sich und seine Bevölkerung ziehen. can be traded too. To get your hands on them, you'll first have to research Calendar to gain access to the Artisans Quarter. We'll talk more about research in the Knowledge is Power video, so let's just assume you've already finished researching this technology. The Artisans Quarter allows you to exploit all those fancy luxury resources in your territory. To set those up, select your city, then select the Artisans Quarter and place it directly onto the luxury resource deposit you're looking for. You can also queue it up by hitting the resource icon on the map. To extract strategic resources, you'll have to research specific technologies that allow you to do so, but the extractors work just like the ones for luxury resources. City management is super important in Humankind. It's one of the main pillars of a successful empire. There's even more that goes into managing your cities, but hopefully we've provided you with all the info you'll need to go off and figure those out on your own. Good luck, your people need you. Okay, viel Glück, deine Leute brauchen dich. Stadtmanagement, einer der Grundpfeiler von Humankind. Also das muss man schon mal mögen, damit man auch das Spiel mögen kann. Gut, ich denke mal, hierdurch wären wir jetzt grundsätzlich genug gerüstet, um uns mit einem Szenario zu beschäftigen. Aber es gibt hier noch so viele weitere Videos, jetzt wo wir schon mal dabei sind. Ich mache nachher auch Kapitelmarken rein, damit ihr gut drüber springen könnt. Ja, die ziehen wir uns jetzt alle rein. So, Anwendung der Wissenschaft, Technologie, ich glaube, die werden jetzt auch kürzer, oder? Also, Wissen ist Macht, Anwendung der Wissenschaft, Technologie, ja, aber dann auch Forschung, genau, Forschung. Was haben wir denn insgesamt? Was lese ich denn hier oben? Forschung, Ruhm, Kultur, Diplomatie, Krieg und Kampf, Krieg und Belagerung, Storyereignisse und Religion. So, nur aber. Auf zum Motto. Welcome back. In this one, we're talking all about science, specifically researching technologies and exploiting the resource. In the Neolithic era, you can only get your hands on science by obtaining science curiosities. You won't have anything available to spend it on until you get to the ancient era, though, so just keep that in your back pocket until you get there. Once you've chosen your first culture, that's when you can start making use of it. After arriving in the ancient era, the science Okay, also wir müssen natürlich auch erstmal ein bisschen Fortschritt machen, während am Anfang Erforschung ja im wörtlichen Sinne erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist und noch nicht in der Steinzeit, wo man eher damit arbeitet, dass man irgendwelche Kuriositäten oder Sachen entdeckt. Da soll man eben im Hinterkopf behalten, dass die eigentliche Forschung eben nicht gleich schon in der Steinzeit funktioniert. Nachvollziehbar. Und natürlich ich auch andere Sachen erforschen kann, umso weiter ich hier in die Zukunft reise. Es gibt da übrigens zu Humankind, das hat mich eigentlich erst drauf gebracht, weil es so witzig gemacht war, ein Trailer, ein Intro, ein Teaser, ich weiß gar nicht, was es war. Ich hoffe, ich denke mal dran, euch das rauszusuchen, dann verlinke ich euch das mal in der Infobox, weil da habe ich gedacht, oh interessant, da musst du mal reingucken. Ihr könnt es euch ja mal angucken und mir mal sagen, was ihr glaubt, was mich da angefixt hat.
icon in the bottom left corner of your screen will appear. This is where you'll spend your science income. New technologies will essentially give your empire access to tools to help advance your empire through history. It's how you obtain stronger units, improve districts, new resource extractors, and much more. The more advanced you get, the more resources you'll require. Hence, the need for luxury resources. Before we get into how to start researching, we need to talk about how to get your hands on science to begin with. We already mentioned that you'll be able to find some by obtaining curiosities in the Neolithic era, but the real income starts building once you've got yourself a city. Science income is slightly harder to come by at the beginning of your playthrough than, say, food or industry. Your city does not automatically exploit it right off the bat, so you'll have to place dedicated districts and complete science infrastructures to build up your income, as well as assign population to work as scientists. However, as you progress, so will your ability to exploit science. If you're looking to improve your science income, be on the lookout for anything that provides the blue atom icon here. Now, let's get into how to start researching technologies. To queue up research, just click into the menu in the bottom left corner of your screen. Select the technology you'd like to research, and it'll queue up. You can either choose from the quick selection panel that pops up immediately, or choose a technology from the full tech tree. Head there by selecting this button here. Spending science works just like spending industry does. The amount you make each turn is contributed to the target amount of the technology you want to research. The technology is completed when enough science has been contributed, and any excess will be carried over to the next technology in your queue. For example, if a technology costs 450 science, and you make 100 science per turn, it'll take 5 turns to complete that technology. 100 Ob man es jetzt so klein hätte erklären müssen, wenn man schon so ein kompliziertes Spiel rausbringt, für das man ja schon ein bisschen Gehirnschmalz aufwenden muss, ob man dann noch unbedingt so im Detail im Video sagen muss, zum Beispiel, wenn ihr etwas erforscht, was 400 Wissenschaft kostet und ihr bekommt 100 Wissenschaft pro Monat, dann dauert es 4 Monate, bis ihr diese 400 Punkte habt und diese Wissenschaft dann erforscht habt. Weiß ich nicht, ob es jetzt so im kleinen Detail hätte sein müssen, aber gut, zumindest sorgt das für keinerlei Missverständnis in dem Bezug. science will be contributed to the study until enough has been put forth to cover it. The 50 remaining science will then be contributed to the next tech in your queue. The more advanced the technology, the more science it'll cost. Also, some technologies are prerequisites for others, so keep that in mind when planning out your queue. Just a few other things to flag. Each technology is tied to a specific era. You can only research technologies from the era that you're in and before, except if you're a scientific culture. Scientific cultures have a passive ability that allows them to research technologies from the next era. We'll talk more about passive abilities in the Legacy of an Era video. Also, you can use the search bar on the tech tree to quickly filter through technologies. Here, you can use specific keywords to find technologies you're looking for fast. You can either search directly for the tech you're looking for, or use keywords that pertain to it if you don't know the name. And that's all you need to know for technologies in Humankind. Now put your lab coat on and get to researching. Okay, wenn das alles ist, was wir wissen müssen. Interessant finde ich von der Mechanik her, dass man nur Technologien aus seiner Ära erforschen kann, ist klar, aber auch nur eine Ära zurück. Gut, dass man da vielleicht nicht noch das Lagerfeuer erforscht, wenn man schon im Hightech-Bereich ist vielleicht nachvollziehbar. Interessant finde ich aber, dass es offensichtlich sowas wie passive Fähigkeiten gibt, wie zum Beispiel, dass man dann eine technologieaffine Gesellschaft hat, die dann tatsächlich auch schon Dinge aus der kommenden Ära erforschen kann. Gut, kommen wir nun zum Ruhm. So let's talk about how you win a game in Humankind. Your fame score is what dictates your position in the race to victory. You can get your hands on it by doing a variety of different things. Okay, also gibt es offensichtlich verschiedene Siegkonditionen. Das leite ich jetzt aus den ersten paar Sätzen mal ab, weil er sagte, wie kann man das Spiel eigentlich gewinnen? Und Ruhm ist wohl eine Möglichkeit. Das wird man sicherlich noch im Detail einstellen können. Interessant wird sicher nochmal sein, Singleplayer, Multiplayer, Kampagne, Story-Modus, was es da möglicherweise so alles geben könnte. Ja, auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Siegkonditionen, was an sich sicher schon mal erstmal nicht verkehrt ist. Earning era stars, completing competitive deeds, and discovering and building wonders. We'll be covering each of these things in this video.
Let's start with era stars. We mentioned in a previous video that era stars function as a way to advance you through the eras, but they also contribute to your overall fame score. There are 7 different categories for you to earn era stars in, which cover the 7 different affinities in the game: aesthete, agrarian, builder, expansionist, merchant, militarist, and scientist. Within the categories, there are 3 objectives that, if you achieve them, will earn you an era star. This means there are 21 era stars available to you in each era. The objectives for each era star always relate to the affinity they correspond to. So, for example, here we are in the ancient era. These are the 7 different categories of objectives. Within the agrarian star category, you'll have to build your population up to the specified number. You can see that there are 3 era stars available. Once you acquire the specified number of population, the objective will update, opening up a new one asking you to acquire even more population units. For each era star you unlock, you'll earn some fame. The longer it takes you to achieve an objective, though, the less fame you'll receive for the era star. If you want to maximize your fame rewards, you're going to want to be quick about it. Keep in mind that earning era stars with affinities that correspond to your current culture will land you double the fame. This can really come in handy. Over on the right side of the Empire screen, you'll see competitive deeds. Competitive deeds are also objectives that you can achieve to earn fame. However, the main differences are that they don't earn you era stars and they can only be achieved once. The same competitive deeds are available to all players, so they will all be working to complete them and take advantage of their fame bonuses. This one here awards you with 50 fame for building a cultural wonder. Once you've done so, you won't gain that bonus for building any additional wonders, though you will still gain the standard fame rewards. And while we're on the topic, the final way to earn fame is by discovering or building wonders. There are 2 kinds of wonders in Humankind: natural. Okay, also Wunder bauen ist eine Möglichkeit, um Ruhm zu gelangen, oder man erfüllt gewisse Aufgaben bei den Ära-Punkten, die man braucht, in der Ära weiterzukommen. Und wenn man besonders schnell in den Bereichen ist, wo eine Affinität des Volkes besteht, bekommt man dann doppelt so viele Punkte. Gut, das System mit Wundern, da gibt es ja verschiedene Kategorien von: Naturwunder, Kulturwunder. Das mit den Wundern kennt man ja auch aus anderen Systemen. Gut. And cultural. Natural wonders are awesome natural structures of staggering beauty and are randomly generated across the map. When you discover a new one, you'll earn fame. If you place an outpost and build a city in a territory containing a natural wonder, you will receive economic bonuses. Hover over the wonder to see a breakdown of the resource bonuses you'll receive by settling near it. Cultural wonders, like the Eiffel Tower or Stonehenge, are constructible structures that can be claimed once you've earned enough influence. Once you've claimed a cultural wonder, only your empire can build it. Cultural wonders are what we call shared projects. Their construction can be queued up in multiple cities to cut down on the time it takes to complete them. Okay, interessant. Wunder, die man selber baut, sind sogenannte Gemeinschaftsprojekte, die man halt auch aufteilen kann und wo sich dann verschiedene Städte mit dem Aufbau desselben bestätigen. Da bin ich nochmal gespannt, ob man, ja klar, man kann einzelne Städte upgraden, dort Dinge bauen, ob es da vielleicht noch mehr gibt an Gemeinschaftsprojekten, was man zwischen den Städten so ein bisschen aufteilen kann, sowohl von den Ressourcen als auch von der Arbeitskraft. Ist auf jeden Fall keine uninteressante Spielmechanik, wie ich finde. Finally, you can only claim an additional cultural wonder once you've built your previous one. So even if you have enough influence to unlock a new one, make sure you've completed the construction on the wonder you claimed prior. Okay, bevor man sich ein Wunder mit Punkten anschafft, sollte man sicher gehen, dass man es auch bauen kann, weil wenn man es geclaimt hat und nicht bauen kann, kann man in der Zeit auch keine anderen freischalten und die damit für andere Kulturen blockieren zum Teil, sogar wenn man die für sich selber freigeschaltet hat. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. And that's all for this one. Now go win yourself a game of Humankind. Follow me. So, im Gedächtnis bleiben Ruhm. Was haben wir hier noch? Vermächtnis einer Epoche. Affinitäten, symbolische Einheiten, Stadtviertel, Epochenwechsel. Ja, da wird es noch interessant, nämlich wie entwickeln wir nämlich wie wir unsere Bevölkerung weiterentwickeln durch die Epochen.
Weil darum geht es ja schließlich in Humankind. Humankind is all about letting you create these wonderful what-if scenarios of human history. Ja, das ist auch interessant. Da komme ich nochmal auf diesen Trailer, den ich gesehen habe, dass man hier ganz tolle Was wäre wenn Szenarien entwickeln kann. Ich bin ein großer Freund von Was wäre wenn Szenarien, also auch so in der echten Weltgeschichte, mir mal so zu überlegen oder auch anzuschauen. Viele andere haben sich ja Gedanken gemacht, was wäre passiert, wenn Folgendes eingetreten wäre. Wo wären wir heute, wenn es nicht so, sondern anders gelaufen wäre? Und das ist jetzt für mich ein sehr interessanter Punkt. Wie tief der geht, auch geschichtlich und von Ereignissen, die ja da auch geschichtlich auftreten können. Also wie, ja, wie realistisch gibt es hier unterschiedliche alternative Fakten, will ich nicht sagen, das ist zu falsch belegt. Alternative Geschichtspfade. In this video, we'll dive deeper into the topics that make humankind unique: eras and cultures, cultural affinities, legacy traits, and emblematic units and districts. Humankind is separated into 6 different eras spanning human history: the ancient era, classical era, medieval era, early modern era, industrial era, and the contemporary era. Schade hier ein bisschen, muss ich an der Stelle sagen, ja, die ganze Geschichte der Menschheit ab der Antike ist drin. Ab der Antike, ich habe gesagt Steinzeit, ne, bis zur Gegenwart, aber ein bisschen in die Zukunft hätte es dann ruhig noch gehen können. So ein bisschen raus extrapolieren, wo es in der Zukunft hingehen könnte. Vielleicht ist das auch so und wird hier einfach nur nicht erwähnt. We've already covered how to make it to the ancient era, so if you haven't yet, feel free to go back and watch the basics video for more info on that. Once you've gained 7 era stars within an era, except for the Neolithic, you'll be able to advance to the next. Before heading into the next era, though, you'll be prompted to choose a new culture. Once you make your selection, your empire will become that culture at the start of the following turn, taking on all of its unique bonuses and traits. We'll talk about what that means right away. Every era contains a number of different cultures for you to choose from, all of which are associated with one of 7 different affinities. Cultures can either be agrarian, aesthetic, builder, expansionist, mercantile, militaristic, or scientific. Affinities determine the general gameplay orientation and usually define where a culture specializes. Affinities also come with 2 special abilities, one passive and one active. The ability changes with the affinity of the next culture you choose. For example, the ancient era Babylonians are a scientific culture. When you choose the Babylonians, you'll gain the collective mind's active ability, allowing you to convert your industry and money in a city into science. Their passive ability lets you research technologies from the classical era. Now, if you choose the Carthaginians in the classical era, you will lose the scientific ability and gain the merchant ability, because Carthage is a merchant culture. Each culture also has an associated legacy trait. Legacy traits are unique bonuses you gain from choosing a specific culture. No 2 cultures have the same legacy trait, and the bonus is something you'll want to consider when choosing a new culture. Unlike affinity abilities, you will hold on to each legacy trait you gain through the eras. By the contemporary era, you will have 6 different legacy traits, each providing different bonuses to your entire empire. Mixing and matching the different traits through the eras is part of the fun in finding a combination that works best for your playstyle. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann man die Kulturen wechseln und muss halt gucken. Es gibt bestimmte Boni, die kann man nicht mitnehmen, Vermächtnisse aber schon. Oder ist das nur so, wenn man die Fraktionen oder, ja, wie soll ich das sagen, die Länder, die Regionen hier nicht wechselt? Okay, das sind auf jeden Fall interessante Spielelemente. Und das ist ja jetzt auch das Tutorial-Video, und das hat der Sprecher ja selber gesagt, was eben die speziellen Besonderheiten von Humankind hervorheben soll. Also bisher auf jeden Fall nicht uninteressant. Und ich merke gerade, statt einem angespielt Video ist das ja hier schon fast mehr ein Informations- oder Kommentationsvideo. Mal gucken, wie ich das dann nachher nenne. Fast angespielt, auch angespielt, angespielt und informiert. Wir gucken mal. On top of affinity bonuses and legacy traits, each culture also has both an emblematic unit and emblematic district. Like legacy traits, these are unique to each culture. Your emblematic units may require some research to gain access to them and specific resources to create them.
Be on the lookout for any technologies that give you access to units with a shining golden border like this one. You'll immediately gain access to emblematic districts when you choose a new culture. Emblematic units and districts work exactly like their standard counterparts. You'll queue them up in your cities. You'll place districts directly on the map and use up population and strategic resources to complete your units. The caveat is that you can only place one emblematic district per territory per culture. Just like other districts and units you can queue up in your city, hover over your emblematics to see what unique exploits and bonuses you'll receive from them. Finally, there is an exception to the topics we've mentioned in this video. When choosing a new culture, you have an additional option on top of the new cultures you are presented with. That is cultural transcendence. Cultural transcendence is when you transcend your current culture to the next era. If you've chosen the Babylonians in the ancient era, you will have the option to transcend and bring them into the classical era instead of choosing a new culture. If you want, you can keep doing this right up until the contemporary era. There are both drawbacks and benefits to doing so. The negative is that you will not gain a new legacy trait, emblematic. Was? Man kann dieselbe Kultur behalten, aber dann bekommt man kein Vermächtnis. Also Vermächtnis ist wirklich und symbolische Einheiten, die noch irgendwelche Boni bringen, tatsächlich nur, wenn ich von einer Kultur zur anderen wechsle. Okay, aber es soll ja auch Vorteile geben. Unit or emblematic district. You will retain the ones you had in the previous era. This means that you will not be able to take advantage of an extra trait and your emblematics may become obsolete faster. However, the main draw for transcendence is the fame bonus. The fame rewards you gain when you've transcended your culture are higher than if you choose a new culture. So you will rake in more fame than some of the other cultures that have traditionally advanced to another. We want to give you as many options as possible to play Humankind your way. Dass wir so viele Möglichkeiten haben, wie wir wollen und das auf unterschiedliche Art und Weisen spielen, finde ich toll. Aber ob jetzt das eine das andere hier aufwiegt mit den Ruhmpunkten, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es ja auch noch nicht gespielt. Hopefully, this helps you do that. Off we go. Ja, sicherlich tragen die Optionen dazu bei. Solange es alles kein muss es. Tja, das Vermächtnis einer Epoche. So, was haben wir denn noch? Diplomatie, Diskussion, Handel, Diplomatie, Einstellung, Grolle, Krieg, Kriegsunterstützung, Kapitulation. Also, vor der Schlacht kommt die Diplomatie. Feuer frei. In Humankind, your relationships with the other empires can be the difference between sweet victory and humiliating defeat. In this video, we'll cover the friendly parts of the diplomacy system, starting discussions, trade, treaties, and alliances. As you explore the map in Humankind, you may run into another empire at any point. When you do, you'll get a notification and the other empire's icon will appear in the top left corner of the screen, to the right of your empire info. Whenever you'd like to tend to your diplomatic relations with any of the empires, you can just select their icon here and you'll be taken directly to the diplomacy screen with that empire. Here, it looks like we've found the Zhou. Let's introduce ourselves. To do so, just hit their icon, then hit Introduce Yourself here. The other empires may also introduce themselves to you. While we're here, let's get to know this screen a little bit. Headlining your diplomacy screen is your diplomatic relations state. Once you've met the other empires, your relationship with them will be defined here. When you hover over your relationship status with another empire, you'll get an overview of the abilities that are available in this state. You'll also notice 4 different tabs near the top of the diplomacy screen. We won't get into the crisis tab in this video, so let's just focus on the other 3 for now. First up, the relations tab. Here you'll be able to declare war, which we'll talk about in the Best Enemies Forever video, and propose an alliance, which we'll get to right away. You can see an overview of your relation states and your opponent's relation states with the other empires. You can also hit this button here to see a summary of your relationship history with this opponent. The Trade tab is all about importing and exporting resources. You can purchase both strategic and luxury resources your opponent is collecting, and you can see which resources you are selling to them too. Hit this Export-Import toggle to view the relative trade routes on the map.
To purchase a specific resource, hit the arrow next to the resource and hit Buy to see an overview of how much it'll cost you. Hit this button. Genau, Hit this Button, da habe ich ein kurzes Wort abgeschnitten. Ja, soweit, wollte ich sagen, nichts Besonderes. Ne, sieht man auch bei anderen Strategiespielen, wie zum Beispiel Stellaris. Ne, gibt es ja auch. Man man trifft die Leute, stellt sich ihnen vor, kann handeln, man kann verschiedene Vereinbarungen treffen und. Ja, aber zur Krise kommen wir dann noch im nächsten Video, hat er gesagt. Gut, weiter im Programm. To confirm if you're prepared to pay them for it. You can also do so by selecting the icon right on the map. An important point to bring up here is that you're purchasing access to the resource, not stockpiling it. If you are purchasing 1 iron from another empire, you can build 5 constructibles that require 1 iron within the same turn. However, the option to purchase resources from another empire will be closed to you until you sign a trade treaty with them. This is where the Treaties tab comes into play. Treaties are additional accords that can be added onto a peace or alliance state, adding 1 or more diplomatic abilities on both sides of the relationship. Trade treaties affect your ability to trade luxury and strategic resources. Information sharing will allow you to share map information. Border policy affects your ability to travel through this empire's territory, and military accords affect your ability to skirmish with them. To propose a treaty, simply hit the one you'd like to enact. The other empire can accept, refuse, or counter the treaty. Are you interested? This sounds like a good deal. I'm not interested. Not at all. No. So that is your choice. If they choose to counter, you will have to pay the specified amount to enact it. If you don't want to make the payment, you can refuse the counter proposal. No, thank you. Take your feeble proposal elsewhere. I heard you. Finally, to propose an alliance with another empire, hit Propose Alliance on the Relations tab. If they accept, you will open up new diplomatic abilities. Both of our aspirations. These will favor closer cooperation between your empires. You will also unlock treaties that can strengthen the alliance and make information and resources more readily available to the other empire. Proposing these work exactly as standard treaties do. This is all just the beginning of the diplomacy system in Humankind. In the next video, we'll talk a little more about the more hostile side of your relationships with the other empires. Okay, das waren die weniger gefährlichen Teile der Diplomatie. Jetzt kommen die gefährlicheren Teile. We've covered how to play nice with the other cultures. Now, what about the other side of diplomacy? In this video, we're going to talk about attitude, grievances, war, and war support. Buckle up. To start, let's head back into the diplomacy screen. Up near the top right-hand corner of the screen, you'll see a word that represents this empire's attitude toward you. An empire's attitude towards your empire is determined by many different things: how large your armies are, how well you're doing overall, your proximity to them, trade, grievances, treaties, skirmishes. Nearly everything you do influences how another empire feels about you. Attitude is a good indicator of where you stand with another empire. The more positively they feel about you, the more likely they are to cooperate with you. If they feel negatively about you, trouble may be a brewing. What kind of trouble? Well, now's the perfect time to talk about hostile relationships in humankind. Grievances represent crimes committed by another empire and provide an opportunity for you to renounce the violation or demand reparation. They can be used to either improve an empire's attitude toward you or justify a war against them. You will pay or suffer. Grievances can be found in the Crisis tab on the Diplomacy screen. When one appears, you'll have 10 turns to decide whether to demand reparations or renounce doing so. Interessant, dass man hier nicht einfach nur Krieg und Frieden und Allianzen deklarieren kann, sondern dass man sich auch so ein bisschen scharmützeln kann, sozusagen. Ne? Also, dass man schaut, der eine oder andere hat Verbrechen begangen und ja, lasse ich mir das irgendwie durch Reparationen dann ausgleichen. Ich habe wohl auch die Möglichkeit, andere in Kriegen gegen andere zu unterstützen, hat er jetzt noch gar nicht gesagt. Das stand aber so im Vorspann. Aber lassen wir den guten Mann doch mal ausreden. After that, it'll be renounced automatically. To make a decision, hit the grievance in question, then simply select your decision. Renouncing is a gesture of good faith, forgiving the other empire for their wrongdoing. No. Water under the bridge. You'll gain more support for renouncing, though, so it's more of a forgive but don't forget situation. We'll cover
Water under the bridge. Interessant, dass das übersetzt wird mit Schnee von gestern. Habe ich das schon mal irgendwo gehört in einem Lied, oder? For war support right away. Demands, on the other hand, are not so friendly. What you demand from the grievance entirely depends on what the grievance involves. Aggression grievances justify the demand for monetary compensation. Ideological grievances justify the demand for changes to the opposing side's civics. Intervention grievances justify the demand for changes to the opposing side's diplomatic relations. Religious grievances justify the demand for changes to the opposing side's state religion. And finally, border grievances justify the demand for territory. If you make a demand and the opposing empire refuses, things start to get a little spicy. You now have justification to start a war, which can also be done on the Relations tab. However, once you have 80 war support, you're able to declare a just war whether or not your demands have been refused. Ja, blöd wird's, wenn man ein Angebot macht und grollt und sagt, hier, da, entschädigt uns mit und der Gegner sagt nein, ja gut, dann bleibt am Ende nur noch der Krieg übrig. Keep in mind that you can initiate a surprise war at any time, assuming you have enough war support. But without the justification, this is seen as a barbaric act. You'll receive the traitor reputation badge, and the other empires will take note of this. Okay, also man kann nicht einfach nur den Krieg erklären, man könnte den Gegner auch einfach so angreifen. Das kann aber Konsequenzen haben. Es gibt einen Malus und andere Völker bekommen das mit. Und das ist nicht gut. Kann man machen, aber man kann es auch lassen. Aber mit genug Kriegsunterstützung ist da wohl alles möglich oder viel möglich. Once war has been declared, armies can attack and bombard one another no matter where they are on the map. You can also move into the opposing side's territory, which normally requires the two empires to sign a treaty or playing as an expansionist empire. The war ends once one side has either accepted or forced the other's surrender, and a comparison between the two sides' war support defines the reparations the loser will have to pay the winner. So, what is war support? War support represents your empire's overall morale and animosity toward another. It is measured by this bar here on the diplomacy screen and spans from 0 to 100. You gain and lose support through many different means: winning and losing skirmishes, new grievances, demands both empires have made, etc. Hover over the war support bar to see how much you are gaining or losing and why on any given turn. Once either empire's war support has hit 0, the war is over and the losing side must agree to whatever surrender terms the winner suggests. Okay, die Kriegsunterstützung ist hier sozusagen kriegsentscheidend. Was aber interessant ist, gut, kennt man auch von anderen Spielen, trotzdem hier mal erwähnen, und das gilt nicht nur für den Support. Wenn man mit dem Mauszeiger drauf fährt, geht halt ein Fenster auf, wo man sieht, was das Ganze negativ, positiv, wie auch immer beeinflusst, sodass man die Möglichkeit hat, da die Faktoren, die das hier beeinflussen, wiederum selber zu beeinflussen und etwas daran zu ändern. Drücke ich mich so kompliziert aus? Ich hoffe nicht. Surrender terms at the end of a war depend on how the war played out. If you won by the skin of your teeth, you won't be able to make as many concessions. If it was a landslide victory, you'll be able to demand more from the losing side. And that's it for the hostile side of the diplomacy system. There's Ja, fast wie im echten Leben. Gewinner und Verlierer im Krieg. Aber sind es nicht eigentlich alles Verlierer, wenn sie sich im Krieg befunden haben? Gut, dann haben wir hier nochmal ausführlich das Thema Kampf. Ganz grundsätzlich mit runden Flaggeneinheiten, Verstärkung, Lufteinheiten, was? Atomwaffen? Ach du liebe Zeit. Ja gut, je nachdem in welcher Epoche man ist, kann es heftig werden. So, dann haben wir noch Plündern, Belagerung, Belagerungswaffen, Milizen, Befestigungsanlagen. Uiuiui, gut. Dann ziehen wir uns das jetzt mal rein. Von Hände hoch 1 über Hände hoch 2 bis durch die Mauer. Und dann sind wir aber mit den kriegerischen Aktionen, denke ich, erstmal durch. Sometimes you've got to drop the gloves and show your enemy who's boss. This video is all about the art of battle. We'll be talking about battle management, unit stats and types, and how to come out victorious. When you come across an animal or an enemy army, you can ignore them, or, start a fight.
Before diving in though, you can preview the balance of power between your army and the opponent's. Just select your army and hover over the defending units. Hover over slightly longer to preview the battle area and deployment zones, which we'll talk about right away. Let's attack these guys here. To do so, have your units selected and navigate to this button here. Select that, and then the army you'd like to attack. You can also select the army you'd like to attack while your units are selected directly on the map. First, you have the confirmation phase. Here you can either confirm the battle, instantly resolve the battle, or retreat. If you choose to retreat, your army will use up all of its movement points to get as far away from the battle as possible. Armies that have retreated on their previous turn will only regenerate a fraction of their movement points at the beginning of the following turn. They can't perform hostile actions like attacking, reinforcing, bombarding, and ransacking until the end of their next turn. Plus, they cannot retreat a second time in a row. Sometimes retreating is the best option, but not today. Let's sort this one out manually. Next up, we've got the deployment phase. The colored tiles within the battlefield represent the deployment zones of both armies within the larger battle area. Deployment is key for maximizing the potential of your troops. As you play the game, you'll learn where different units should be positioned to make the most of what they can do. We won't spoil that for you here though. What we can tell you is that you should always consider attack range, terrain type, and elevation. Okay, also einfach angreifen und drauf zu ist nicht. Man muss die verschiedenen Truppenteile auch dementsprechend verteilen. Das wollen sie uns hier nicht vorweg spoilern. Sollen wir selber ausprobieren. Aber klar, Reichweite, Geländetyp, Höhe und so weiter ist hier mit einzukalkulieren. Ne? An den meisten Strategiespielen gibt es keinen Sinn, die Schwertkämpfer weiter wegzustellen und die Bogenschützen beispielsweise in den Nahkampf zu schicken. Troops specialize from further away, and some need to be up close and personal to perform a meaningful attack. Different tiles sit at different elevations, and because battles take place on the same map that you play on, those elevation levels are present and make a huge difference in battle. You are always at an advantage when attacking from the high ground, and you're always in for a heavy hit when on the low ground. Terrain types like rivers and forests also have an effect on your attacks and how much damage you take when you're on them. Hover over different tiles to see more info on what those effects are. After the deployment phase, the battle starts. In Humankind, battles span multiple turns depending on how large the battle is. The more units involved, the more turns it will take. Within each turn, there are 3 battle rounds where you and your opponent will alternate giving orders. Once the 3 battle rounds are done, you'll have to wait until the next turn to continue. The number of remaining turns and rounds can be found in the top panel here. There are 2 ways to win battles. Eliminate all of the enemy units or, as I mentioned previously, be in control of the opposing team's flag at the end of any turn. To control the flag, you must have a unit standing on the flag tile, which looks like this. Interessant, dass man als Option nicht nur hat, den Gegner zu vernichten, sondern auch einfach über einen gewissen Zeitraum immer im Besitz der gegnerischen Flagge zu sein. Sozusagen ein Capture-the-Flag-Modus im Kampfmodus. Ich hoffe, das ist optional. Also es ist interessant, aber hoffentlich ist das nur optional. Moving your units and attacking other units works just like it does out of battle. Just select your units, then select the tile you'd like to go to or attack. Before we end the video, there are a couple unit stats that you'll want to take note of both in and out of battle. Unit health is a simple one. Every unit starts with 100, and when they get down to 0, they're gone. Health is recovered over time when inside friendly territory, but you can also speed up the process by spending some money here. Movement points dictate how far your units can travel. Combat strength is a measure of how strong your units are. Attack range defines how far the unit can attack from. Vision defines how far the unit can see. Veterancy is the overall level of your units. Units gain experience when they fight other units, and once they've earned enough, they'll jump up a veterancy level. This will increase their combat strength. Upkeep defines how much money is required per turn to maintain your units. Finally, unit type defines where your units specialize. The most common land unit types are scouts, melee, cavalry, and archers. Each type has its strengths and weaknesses, so take these into account when thinking about army composition. You can see unit info by selecting them. You can also hover over their icons before queuing them up in your cities to learn more.
There's still a lot more to cover when it comes to battles, so we'll go into even more detail in the second part of this one. Okay, im nächsten Teil des Videos nimmt man sich noch mehr Zeit, um in die Details zu gehen, also bis auf den erobert die Flagge-Modus bzw. erobert die Flagge-Option. Bis hierhin aus meiner Sicht keine Besonderheit, aber vielleicht ändert sich das hier noch bei Ende auch Teil 2 mit Atomwaffen. Uiuiui. Let's take this time to dive a little deeper into the specifics of battle in Humankind. In this video, we'll talk about reinforcements, aerial warfare, and nukes. When you initiate a battle with your opponent, it usually starts as one group of units against another. However, in Humankind, battles can expand to include more than just the attacking and defending armies. Reinforcements are additional armies that can join a battle after it has started. Das ist interessant, dass nicht nur die Einheiten, die zu Beginn einer Schlacht in den Kampf verwickelt werden können, sondern dass man auch noch Verstärkung schicken kann und dass sich da also Schlachten noch ganz anders entwickeln, als das so zu Beginn dann vielleicht den Anschein auch hat. If you've researched the appropriate technology, you can bring in troops from outside of the battle area to provide the initial army with a little extra help. An army caught inside the battle area will automatically be included in the deployment phase, while armies outside of the battle area will have to make their way into it. The latter units can only be included if either the tile they're headed to is part of your deployment zone, or it's your turn to give orders during combat. If your deployment zone is too small to fit all your reinforcing units, the armies will sit in a bunch until there is enough room to deploy the units individually. These units are called reserves and are visible in the Reinforcements tab on the battle screen here. From here, you can drag and drop your reserves to determine the order you'd like them to arrive. Spawn points for reserves look like this. Auch interessant, wenn nicht genug Platz ist, um alle Einheiten zu spawnen, bleiben die halt alle auf einem Haufen und man hat dann Reservisten, die man, wenn Platz ist, in die Schlacht reinziehen kann. If this tile is unoccupied, you can deploy your reserves from here on your turn. If an attacking or defending unit is standing on the tile, you will not be able to deploy your reserves, so make sure it's cleared out. Near the end of Humankind's industrial era, you'll likely gain access to aircraft. There are two families of aircraft that can be built once you've constructed an airfield: bombers and fighters, both of which can be queued up in your cities just like constructing other units. Bombers can be used to strike the opponent's cities or armies, or provide your units with fire support on the battlefield. Fighters are mostly used to support other planes and to protect your territory. They will also patrol territories adjacent to where your airfield is located. Patrolling units provide vision and protection against enemy aircrafts and will automatically interfere with any hostile airstrikes that target areas within protected territories. There is also multi-role aircraft that fill both the bomber and the fighter archetypes. Fighters and bombers can both perform airstrikes by hitting this button here when the planes are selected. However, keep in mind that everything in the vicinity of the strike will take damage, including friendly units and districts. Missiles are a simpler type of air unit that can only be used to perform airstrikes. Unlike bombers, though, missiles can't be intercepted by enemy air patrols and are always destroyed after one use, so make them count. To build missiles, make sure you have a missile silo first. You'll then be able to queue them up in your city like units and planes. Finally, let's talk about nuclear weapons. To start, you'll have to make sure you've got the nuclear fission technology researched. This will give you access to the nuclear proliferation civic that will unlock nuclear tests. To finally build a nuclear weapon, you'll have to complete at least one nuclear test national project. You'll also have to make sure you've got a missile silo built in the territory you'd like to queue up the nuke. Nuclear weapons work just like regular missiles, only they will destroy everything within a several tile radius and turn those tiles into wasteland. Wasteland tiles can no longer be exploited or built upon. And that's it for battles in Humankind. Now get out there and cause some havoc. We'll see you in the next one. Ja, dem ist wohl nichts hinzuzufügen, außer interessant, dass man, bevor man eine Atombombe mit einer Rakete schicken kann, auch erstmal Atomtests gemacht haben muss. Was auch immer das dann für einen Einfluss dann hat, wenn man mehr oder weniger testet, keine Ahnung.
Fakt, wenn man das Ding einschlägt, werden die Gebiete, da wächst kein Gras mehr, das ist dann Wasteland und nicht mehr zu gebrauchen. So, plündern und so weiter. Plündern, belagern, das gehört im weitesten Sinne für mich auch noch mit dazu, auch wenn der Sprecher gesagt hat, das wäre es jetzt mit Krieg erstmal gewesen. Does your enemy have something you want? A nice looking territory? A luxury resource? A big sack of money? Well, have we got the video for you? In this one, we'll cover ransacking, sieging, and militia. Also im Wesentlichen Ransacking. Also Belagerung und Milizen verstehe ich noch. Ransacking, rechtmäßig in Anführungszeichen euch gehört. Also mehr oder weniger scheint es dann hier doch um Raubzüge und Überfälle zu gehen. Basically everything you'll need to take what's rightfully, in quotations of course, yours. To ransack in Humankind is to loot and pillage a section of an opponent's Okay, Ransack heißt dann wohl plündern. territory, typically recovering money and leaving it in ruins or destroying it altogether. Armies can ransack tiles if they contain buildings. Any army can ransack a tile, but your ability to do so may depend on your diplomatic relationship with the empire that owns it. To start ransacking, select your army and select this button on the right side of your screen. Then, select the tile you'd like to ransack. Ransacking will take a set number of turns determined by your army's combat strength and the fortification value of the targeted tile. The number of turns will be indicated in the counter above the ransack tile. Once those turns have passed, you'll be awarded with resources, usually money, and the construction will be destroyed. Now let's talk about sieging. Cities have fortifications, which prevent enemy units from just entering your city and ransacking the place. It must be besieged, assaulted, and then occupied. To initiate a siege, select an army and attack any of the opposing city's walled districts. But instead of going straight into the deployment phase after confirming the action, you'll be brought to the siege phase before actually deploying your units. This phase can last multiple turns. While a city is under siege, it produces fewer resources and is hermetically sealed. Nothing gets in or out except reinforcements. During the siege phase, the attacking side will slowly construct siege weapons if they have them researched. Siege weapons will help the attacking side breach fortifications around the defending side's districts. All district tiles that are connected to a city's main plaza, plus certain special districts, are fortified. Each fortified district has its own remaining hit points. The better the city's fortifications are, the less damage it will take from a siege weapon. Once a fortified tile loses all of its hit points, it is breached. Breached tiles serve as a gateway through the city's walls. You can see how many turns it will take you to construct your next siege weapon by going into the siege menu. As you can see here, you'll have a set number of slots for each siege weapon. If your siege lasts long enough, you will fill out each of these slots. Interessante Mechanik, vor allen Dingen die Belagerungsmechanik, wobei ich es ein bisschen seltsam finde. Also man beginnt eine Belagerung und mit dem Beginn der Belagerung werden erst Belagerungswaffen gebaut. Gut, wenn man dann irgendwo durchgebrochen ist, kommt man ins Stadtgebiet, kann plündern, angreifen, Stadt einnehmen, was auch immer. Aber warum kann man denn die Belagerungswaffen nicht vorher bauen? Gut, es gehört zur Spielmechanik. Vielleicht sollte man da auch nicht alles hinterfragen. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass das schlecht ist von der Spielmechanik her. You will not be able to construct more than the number of slots that you have. If you get that far, you should probably launch the assault as soon as possible. Now let's check in on the defending side of the siege phase. Militia units will immediately take up arms to defend their homes when their city is under siege. However, in contrast to how siege weapons are created, the longer the attacker prepares to assault, militia units will gradually abandon their posts as the siege takes a toll on the Empire's war support. A militia unit will be lost every couple of turns depending on how stable the city is. The lower the stability, the quicker you'll lose militia units. Militia units will immediately return if the siege is broken. As the attacking side, you can launch your assault whenever you'd like, but the defending side can also launch a sortie at any time. Either way, if an assault or sortie is initiated, you'll be taken to the deployment phase. This works just like it does in any old battle. Place your units where you think you'll be able to get the most out of them.
The defending side will be able to deploy as many militia units as they had when the assault or sortie was initiated, and likewise, the attacking team will gain access to the siege weapons they created. There are many different outcomes and victory conditions of a siege. The attacking side can abandon the siege altogether before the assault even starts. The defending side can also surrender at any time, handing the keys to the city over to the opponent. Neither of these is the sexiest option, but both are occasionally necessary. The siege is also concluded whenever either side's units have been wiped out or the attacking side captures the defending side's flag. If the attacking side wins, they, again, take the city. If the defending side wins, they keep it. For now. Hopefully this helps you understand how ransacking and sieging works in Humankind. Now get... In jedem Fall eine interessante Ergänzung zum Kampfsystem. Oh, jetzt sind wir schon ziemlich lange dabei, Tutorials zu gucken und zu kommentieren. Könnt mich ja gerne mal wissen lassen in den Kommentaren, wie ihr sowas findet, sozusagen ein kombiniertes Informiert und Angespielt. Ergibt sich freilich nicht oft und nicht bei jedem Spiel, aber hier denke ich, bietet sich das mehr als an, um abgesehen von einem Angespielt hier einen guten Gesamteindruck zu bekommen. Unten auch nochmal eingeblendet, weiß nicht, warum man das da so einblenden muss, vielleicht Humankind kostenlose Demo-Version, vielleicht unterscheidet sich die Hauptversion ja auch sehr von der Demo-Version, natürlich beim Umfang, aber vielleicht auch in Qualität und Optik, ich weiß es nicht. Das ist aber ein Hinweis, den ich an der Stelle auch nochmal geben möchte, dass natürlich sein kann, dass einige Dinge ja vielleicht ein bisschen anders oder besser sind im Hauptspiel. Jetzt vielleicht nicht von den Sachen im Tutorial, aber wenn es dann irgendwann tatsächlich zu einem echten Angespielt kommt, wenn wir mit den Tutorials durch sind. So, eure Geschichte, die Story-Ereignisse. Das könnte für mich jetzt einer der interessantesten Punkte sein und ich habe ja vorhin schon was erzählt, Thema alternative Geschichte. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. This is going to be a quick one, but no less important than any of the others. In this video, we're talking about narrative events and status effects. Narrative events in Humankind have unique trigger conditions. Your decisions, relationships, and overall progression can impact which events appear when. These events allow you to shape your empire and forge its story. They usually require you to make a decision and will often pose a variety of different options that will impact your empire in different ways depending on how you choose to handle them. Some narrative events can also trigger other narrative events. They could appear as direct consequences that come up right after you've made your decision, or consequences down the line, where a choice made in a previous era circles back centuries later. Hover over the different options you're presented with to see their potential effects on your empire. The choices you make can either have permanent or temporary effects. The more permanent effects can include gaining money, resources, extra units, or being forced into particular civics choices. Your decisions will also have an effect on your ideologies, which is a topic we discuss in the Keep It Civil video. The temporary effects usually involve a status being added to a city or a unit. Status effects alter the attributes of whatever they're attached to, but they only apply for a certain number of turns. After that, the city or unit's attributes go back to normal, assuming they don't have any other status effects applied to them. Some statuses inflict a penalty onto the city or unit, while others can bring benefits. For example, the Defiant status will cause the stability of your city to decrease for a certain number of turns, while the Bountiful status will apply a bonus to food production. You can find more information about the status effects applied to your cities or units by selecting them. In the city or unit menus, navigate to the icons that look like this and hover over them to see their effects and how many turns they'll last. Status effects can be applied in many different ways, not just through narrative choices. Curiosities, civics choices, technologies, battles, sieges, keep an eye out for them and take note. Again, this was a short one, but both narrative events and status effects are some of the main pillars of Humankind. Now that you know how they work, go write your own story and leave your mark on history. Ich wollte es gerade sagen, gut, dass er es nochmal selber sagt. Das war zwar ein kurzes Video, aber einer der Hauptpfeiler von Humankind. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ich bin enttäuscht, aber wenn das wirklich alles ist, also da hätte ich mir jetzt mehr erwartet, außer dass es einfach nur geschichtliche Events gibt und ich Entscheidungen treffen muss, die kürzere oder längere Auswirkungen auf die
Geschichte haben. Was ich jetzt natürlich nicht weiß, das wäre zumindest mal ein toller Schadenersatz, wenn am Ende einer Spielsession sowas passiert, wie zum Beispiel bei Frostpunk, wo nochmal so im Zeitraffer die ganze Geschichte des eigenen Volkes erzählt wird. Vielleicht ist das ja auch so, aber das wäre zumindest ein kleiner Schadenersatz. Ja, einer der Hauptpfeiler von Humankind. Gut. Vielleicht auch im Spiel schwergewichtiger als das Video vermuten lässt. So, dann haben wir jetzt noch nur nicht den Glauben verlieren. Religion, Glaube, Anhänger, Dogmen und Konversion. Das Gesamtthema Religion. Ob wir es brauchen oder nicht. Religion in Humankind is yet another way to set your empire apart and shape the story of your people. In this video, we'll talk about faith, followers, tenets, and religious conversion. Ja, Followers möchte ich auch haben. Bitte Daumen nach oben, Follows und ähnliches. Abo, Glöckchen klingeln, ich freue mich drauf. Aber ihr müsst mich nicht anbeten. Aber wenn ihr wollt, kleiner Spaß. With enough population in one of your cities, you're able to create your empire's religion. Your first choice is simple: polytheism or shamanism. The former will provide you with more faith per attached territory. The latter generates faith per population. Producing faith will allow your religion to spread and will help unlock gameplay bonuses through tenets, which we'll cover right away. Regardless of this initial choice, you'll be able to produce faith by other means down the line. Holy sites are a major source of faith throughout Humankind. They're shared projects like cultural wonders, meaning they can be queued up in multiple cities to cut down on their production time. You can also gain more faith by building faith-focused emblematic districts, constructing certain cultural wonders, and more. Just keep an eye out for anything that improves the faith icon here. To find more information about your state religion, select this button here in the bottom left corner of the screen next to the Society button. Here you'll be able to see information about your state religion and change the name of it. Now, just because you're the creator of a religion does not necessarily mean you're its leader. The religious leader is always the empire that controls the majority of this state religion's holy sites. What does it mean to be the religious leader? The leader is able to choose the tenets of the state religion. Tenets represent the principles and commandments of a religion. Hier zum Beispiel bei der Religion bin ich jetzt überrascht, dass dieser Mechanismus doch stärker zum Tragen kommt als andere. Aber ich denke, dass das jetzt hier ja kein Hauptpfeiler des Spiels ist. Ja, dass es sogar nicht nur Wahl gibt, welche Religion, sondern dass es auch noch einen Religionsführer gibt und dass das Volk ist, wo die meisten heiligen Stätten diese Religion sind und dass man dann Dogmen erlassen kann und solche Geschichten. Also das ist dann doch wieder umfangreicher, als ich dachte. Interessant. Each tenet has a specific gameplay effect that reflects its inspiration. To choose or see your state religion's tenets, select the Tenets button here. These are your potential tenets. Hover over them to see the effect on your empire if you choose to select them. On the right-hand side of your screen, you can see that tenets are organized into tiers. You're able to choose a new tenet in the following tier once your state religion has hit a certain threshold of followers. This bar here shows you how many followers are required to open up the next tier. Followers are the inhabitants of a city that follow a specific religion. Since multiple territories can be attached to a city, and since each territory can follow its own religion, cities can house followers of multiple different religions at a time. You gain more followers by growing your population and faith and spreading your religion. Finally, I mentioned earlier that you are not necessarily the leader of the religion you created. In fact, your people don't have to follow your religion at all. In Humankind, your people are able to convert to a religion that another player has created. If another religion's impact on a territory remains significantly higher than another for a certain number of turns, the territory will convert to that religion. The game will inform you when the conversion is started, so you will have time to respond by either increasing your faith production or by sending in the troops. You can Das könnte zu heftigen Konstellationen führen, ja. Sogar die Einflüsse verschiedener Religionen, die Leute können konvertieren, dann kann ich noch was tun, um den Glauben zu erhöhen oder Truppen hinschicken. Heilige Kriege Ahoi, würde ich sagen.
Select any territory to view more details about the different religious influences, faith production, and followers. Just a heads up though, religious conversion isn't always a bad thing. If your empire is converted to another state religion, you will take on the tenets of the new one. You'll gain all the bonuses that come with it, you just won't have control of the tenet choices if you are not the religion's leader. If your empire isn't focused on faith and religion, converting to another player's state religion could be in your best interest. And that's all on the topic of religion. Now get out there and find yourself some followers. Enjoy! Ja, wir sollen uns in das Spiel stürzen. Ja, da wir nun auch mit den Tutorials durch sind, werden wir das gleich auch tun. Momentan haut es mich noch nicht so hundertprozentig vom Hocker. Die Sachen, die das Spiel für mich besonders interessant gemacht hätten, scheinen mir da nicht die notwendige Mechanik oder Intensität zu bieten, die ich mir da erwartet hätte. Aber das ist freilich eine Geschmacksfrage. Andere werden jetzt laut juchheizend aus der Hose springen und sagen, das muss ich mir sofort holen. Aber da kann ja jeder auch eine unterschiedliche Meinung haben. Und natürlich wird dieses Video nicht enden, ohne dass wir hier in die Demo auch mal reingeschaut haben. Es gibt hier noch, man kann hier noch Spieleverbindungen verwalten. Es gibt einen Karteneditor, ja, wo man noch selbst sich vergehen kann. Eine Enzyklopädie, wo man sich noch ausführlich informieren kann. Sein Profil kann man bearbeiten. Man kann verschiedene Spieleeinstellungen noch machen. Und Friedensmodus. Von der KI gesteuerte Reiche können Angriffe starten und anderen Reichen den Krieg erklären. Und jetzt Friedensmodus. Von der KI gesteuerte Reiche erklären anderen Reichen nie den Krieg und starten keine Angriffe, kämpfen aber entsprechend des Schwierigkeitsgrades, sobald sie in einen bewaffneten Konflikt verwickelt werden. Na gut, jetzt absichtlich den Friedensmodus müssen wir jetzt nicht absichtlich anhaben. So, dann schauen wir nochmal in die Demo rein. So erleben Sie die frühen Epochen von Humankind und führe dein Volk von der geschärften Stein der Jugendsteinzeit zum goldbesetzten Marmor der Klassik. Deine Geschichte hat gerade erst begonnen. Wie weit bringst du die Menschheit in Humankind? Ich glaube, das wird eins der längsten nicht live angespielt aller Zeiten. Aber das probieren wir einfach mal aus, ne? So wie ich ja verschiedene Formate, Videolängen immer mal wieder teste, um zu sehen, was kommt am besten an. So. Aktuelle Kultur, Nomadenstamm in der Jungsteinzeit. Mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Kann auch sein, dass ich ja gleich nach 5 Minuten entnervt aufgebe. Aber nach dem langen Vorspiel werde ich es mal mindestens mit 6-7 Minuten probieren. Nein, nein. Keine Sorge, wir machen das schon ordentlich. Sein, es geht gar nicht an mich ran. Aber warten wir es ab. Ja, Humankind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese und andere Spiele zu finden auf meinem Kanal. Schaut euch gerne auch nochmal weitere Videos an. Da sind viele interessante Spiele, aber auch Informationsvideos dabei. Our universe contains infinite stories, most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turner. But then, over time, the amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind?
Gut, jetzt wird der Stamm Across Daisy the Ducks übergeben. world, nascent Was eine gute societies are Entscheidung taking a ist, wird man deep sehen. breath, looking across the landscape and preparing for greatness. So, ersten Epochenstern verdienen. Na gut, jetzt in-game gibt es natürlich auch ein bisschen Tutorial. Ein bisschen hin und her scrollen, drehen, ja, zoomen, kennt man ja alles. So, verstanden. Full bellies and healthy children. I Kuriosität see gesammelt. where this is going. Volle Mägen und gesunde Kinder. Ihr habt eine Kuriosität gefunden. Nüsse. 10 plus Jägertrotz. So, sammeln wir erstmal alles, was wir hier If you finden. learn nothing else, you could learn what killed them. Außenposten 1. Euer Stamm verfügt über genügend Einfluss, um seinen ersten Außenposten zu gründen. Außenposten sind kritisch für die frühe Entwicklung eures Reiches, da ihr so Gebiete beanspruchen könnt, die mit weiß gefugten Linien auf der Karte hervorgehoben werden. Verstanden. Ich will aber jetzt noch keinen Außenposten bauen. So, Runde beendet. Das läuft aber geschmeidiger, als ich dachte, hier über die Hexagonfelder. So, Runde beenden. So, was gibt's hier? Kann ich nie erkennen. Weil, ein Weihrauchlager, Jägergruppe. Es gibt 3 Möglichkeiten. Einheiten erhalten, Bevölkerung. Mal gucken, wo ich einen Außenposten hinbauen kann. Okay, Reittierlager ist gesperrt. Man muss erst in die antike Epoche und dann Tierhaltung erforschen. So, wie war das jetzt hier mit dem Außenposten? So, Gebiet beanspruchen. So, wie viel kann ich denn da beanspruchen dann? Ich baue das hier mal mitten rein irgendwie. So. Runde beenden. So, Außenposten wird noch gebaut. Wie war das jetzt? Das Auto erkunden noch einschalten. Dann erkunden die hier selber die Gegend, ne? Das machen wir mal. Vesuv entdeckt. Diverse Naturwunder entdeckt. Eine Welttat vollbracht. Das Naturwunder entdeckt hat. Wo ist es denn? Der Vesuv. Ein einzigartiges Element der Natur. Es gibt etliche Naturwunder, sind alle unterschiedlich. Jedes Mal, wenn ihr eins entdeckt, wenn ihr erhält, ja so, wenn es das erste sind, gibt es auch. Ich freue mich. Zuflucht. Was ist denn hier mit meinem Bau von Außenposten? Also zum Dorf oder so muss ich es dann ja noch aufrüsten. Aber der Nomadenstamm, den ich hier habe in der Jungsteinzeit, der sieht schon relativ modern aus, wie ich finde. So, diverses Zeug sammeln. Na, erkundet ihr mal schön automatisch. Also mehr als dass die dann hier irgendwo das Zeitliche segnen, weil ihnen irgendwas passiert, kann ja nicht passieren. Ja, das Ereignis erfahren. Brutale Spiele. Der letzte Winter war besonders hart. Begleitet von gefrorenem Boden und beißendem Frost. Der Stamm hat sich im Herzen der Siedlung zusammengefunden, um die kalten Tage gemeinsam zu überstehen. Für einige war das aber nicht genug. Sie haben das Blut mit brutalen Spielen in Wallung gebracht, mit Ringkämpfen, Kraft- und Ausdauerproben. Ein Wettkampf, bei dem die Kontrahenten mit lederumhüllten Fäusten gegeneinander antreten, ist sehr beliebt geworden. So sehr, dass nun die Nahrungssuche des Außenpostens darunter leidet. Wie steht ihr zu dieser neuen Beschäftigung? So, unterstützen. Wenn es den Stamm zäher und robuster macht, darf die Nahrungssuche darunter leiden. -2 Nahrung, aber 25 Erfahrung beim Erstellen einer Einheit auf alle Städte. Wir können es verbieten. Der Stamm soll sich warm halten, indem er schneller Nahrung sammelt. Reiche Ernte für 10 Runden. Oder fest verankern. Wir sollten diese Wettkämpfe zulassen, aber nur zu bestimmten Zeiten im Jahr.
Und dann verringern sich meine Forschungskosten für Tierhaltung, was? Komm, wir unterstützen das mal. Weniger Nahrung, aber irgendwie besser Einheiten erstellen. Müsste der Außenposten ja auch fertig sein. Solltet ihr Probleme mit Spiel, ich meine, schaut euch auf jeden Fall die Tutorial-Videos an. Ja, verstanden, die habe ich schon geguckt. So, wann ist denn mein Außenposten hier endlich fertig? Noch eine Runde. A first outpost means a first step into a new territory, and a new extension of your empire's power, but also a new vulnerability. Warum ist denn das eine neue Schwachstelle? Ja gut, wenn ich angegriffen werde, nehme ich an, ne? So, also. Der Außenposten. So, Bezirke, eine. Einheiten, eine. So, gehören die Bezirke nicht schon alle mir? Oder täusche ich mich da? Gegenstandsmodus. Herstellbare Gegenstände. Was kann ich denn bauen? Verlegung von Außenposten. Mögt euch den Außenposten auf einem anderen Feld im selben Gebiet. Wie soll ich das tun? So, Einheiten. Ohne eine Population nicht möglich. Population -1. Der Außenposten wurde ja gerade erst gebaut. Ne? Ich würde den gerne direkt upgraden. Zu einem Dorf. So, alle Städte und Außenposten. Reicher Traditionen. Nicht beanspruchte Wunder. Ist der hier nicht irgendwo? So, irgendwie. So, die Feldproduktion. Okay, was produziert was? Ist das denn jetzt innerhalb meiner Grenzen? Das Blaue hier die Grenzen? Und dieser Außenposten sorgt dafür, dass das mein Einflussbereich ist? Wo sind überhaupt meine Einheiten hier? Ja, alles automatisch erkunden. So, Nahrungsproduktion ist hoch genug, um ein Bevölkerungswachstum zu ermöglichen. Derzeit wächst sie um eine Bevölkerung alle 8 Runden. Nächste Bevölkerungssumme 90%, plus 14% pro Runde. Gut, ich würde mal denken, ich kann momentan nichts machen, außer die Runden voranschreiten zu lassen, oder? So, Epochenstern freigeschaltet. Der Wachstumsstern wurde erhalten. Gewählte Kultur. Ein Nomadenstamm erreichte mit der Herapaner-Kultur die Epoche Antike. So, jetzt schon in der antiken Story, okay, aufgestiegen. Bevölkerungszunahme. Die Bevölkerung von Mekbuda hat um 1 zugenommen, ja. Welttat gesperrt. Ein anderes Reich hat Vinikunka wunderschön gesperrt. Okay, wahrscheinlich war er erforscht, oder? So, Priorität gesammelt. So, der Wachstumsstern wurde erhalten. Was heißt das jetzt? Hinterlasst eure Spuren im Verlauf der Geschichte und gewinnt so das Spiel. 70 Ruhmpunkte. Wachstum 5 von 5. Erhaltet 5 Bevölkerung und oder Einheiten in eurem Reich. Haben wir. So, Wissensstern 5 von 10. Entdecke Kuriositäten. Meisterjägerstern. Tatenanzeigen. Okay. Jungsteinzeit. Teils zur nächsten Epoche anzeigen. Diese Epoche wurde noch nicht erreicht, ich weiß. Also es reicht noch nicht. Bin auf dem Weg von der Jungsteinzeit in die Antike. Oder doch eine neue Epoche. Ihr habt euren ersten Epochenstern erhalten. Geschichten über eure Leistung verbreiten sich im Land eures Stammes bereit, in die Antike voranzuschreiten, wann immer ihr wollt. Die Reichsschaltfläche, um die erste Kultur für das Reich anzuschauen.
Was haben wir hier oben noch? Kultureller Meilenstein. Ihr habt einen Epochenstein der Gutscheinzeit, sodass ihr die Antike voranschreiten könnt. Habe ich verstanden? Mache ich das? Ah, Kulturauswahl. Historisch gesehen haben sich Reiche stets anhand ihrer Eigenarten sowie der Diversität der Kulturen weiterentwickelt, die sie umfassten oder denen sie begegneten. In Humankind könnt ihr Kulturen kombinieren, um aus Millionen möglicher Kombinationen euer eigenes Reich zu erschaffen. Das sind dann die Vermächtnisse, die ich immer mitnehme, nicht wahr? Aber Millionen Kombinationen? Hier sind die Kulturen, aus denen ihr für die Antike wählen könnt. Seht sie euch in Ruhe an und klickt sie mit links an, falls ihr mehr Informationen sehen möchtet. So, die kulturelle Affinität. Hier findet Informationen über eine Kultur im Spiel. Sie sind bei allen Kulturen im Spiel in derselben Reihenfolge aufgeführt. Zunächst das Affinitätssymbol zu sehen, denn dann der Name der Kultur. Es gibt 7 Affinitäten im Spiel. Ästhet, Agrarier, Baumeister, Expansionist, Händler, Militarist und Wissenschaftler. Ich denke mal, die Affinitäten sind im Wesentlichen selbsterklärend. Gewählt von unbekannt. Da die jemand anders gewählt hat, steht hier sonst niemandem mehr zur Verfügung? Okay. Assyrer. Den höchsten Halm mäht die Sense zuerst, ja. Okay, Expansionisten halten mehr Ruhmpunkte. Kann von Außenposten, Verwaltungszentren anderer reicher besetzte Gebiete mit Gewalt annektieren. Kann jederzeit Grenzverstöße begehen. So, kulturelles Vermächtnis. Rechts unten seht ihr das Vermächtnis der Kultur. Ein Bonus, der bis zum Ende des Spiels bestehen bleibt. Jede Kultur hat ein anderes Vermächtnis und je mehr Epochen ihr mit verschiedenen Kulturen durchlauft, desto mehr Vermächtnisse sammelt ihr an. So, bleibt erhalten. Über Landbewegungstempo, Kampfkraft bei Plündern. So, was haben wir noch? Kulturelle Symbole. Am Ende sind die symbolische Einheiten, das symbolische Stadtviertel angegeben, die nur diese Kultur zur Verfügung stehen. Bedenkt, dass sowohl die Einheit als auch das Stadtviertel möglicherweise eine bestimmte Technologie oder Ressource erfordern können. Ich zeige mal das Vorschaubild, um mehr Informationen zu erhalten. Okay. So, was haben wir noch? Kulturinformationen. Nehmt euch etwas Zeit, um euch mit den oben genannten Elementen vertraut zu machen. Die Menge an Informationen mag auf den ersten Blick überwältigend erscheinen, aber nach ein paar Partien wird euch alles klar sein. Für die ersten Partien empfehlen wir euch, die Kulturen zu spielen, die sich richtig anfühlen oder euch gefallen. Denkt nicht zu viel über die Wahl der Kultur nach. Habt ihr eine Wahl getroffen? Bestätigen. Die Auswahl greift am Ende des Zuges. Gut. Assyrische Reiter. So, jetzt wollen wir mal erstmal gucken, was es überhaupt alles zur Auswahl gibt. So, wir haben die die Assyrer, die Babylonier, die Ägypter. So, Mykene, Nubia. So wird es gar nicht. Kommen denn da Millionen Kombinationen zustande? Oder es gibt vielleicht im Hauptspiel ein bisschen mehr. Ich sag euch mal, was richtig anfühlt. Hier. Ästheten. Eine Spielausrichtung, die auf Einfluss und Diplomatie setzt. Ästhetenreiche erhalten mehr Ruhm, wenn sie sich Epochensterne verdienen. Die logische Nähe ist stets auf dem Maximalwert. Und was gibt's als Vermächtnis? Stabilität. Konfuzianische Schule. So, die nehmen wir jetzt einfach mal. Sagt wurde, ich soll nehmen, was sich gerade mal richtig anfühlt. Einfach so. So, ach, hier könnte ich nochmal abbrechen, wenn mir das nicht gefallen würde. Die Dame scheint da immer dieselbe zu sein, nur mit anderer Kleidung. Was ist das hier? Zanche? Von Pferden gezogene Zanches bieten Platz für, Streitwagen. Platz für 2 Personen aus und mit ihnen beobachten und regieren die Befehlshaber des Schlachtfelds. Nach dem Eintritt in die antike Epoche müsst ihr die Technologie das Rad erforschen. Gut, das kriegen wir wohl hin, das Rad irgendwie zu erforschen. So, was hier? Der Pilzhorter.
Der Wechsel zur festen Behausung war für die Stammesangehörigen nicht einfach, die sich im Außenpost niedergelassen haben. Also sie haben durchgehalten und sehen dieses Land nun als ihre Heimat. Als sie herausfanden, dass einer von ihnen Pilze, die in einer nahegelegenen Höhle wachsend, für sich behalten hat, war das ein schwerer Schlag für den Zusammenhalt des Stamms. Nun wollen sie ihn dafür verbannen, aber so würde der Stamm auch nie erfahren, wo die Pilze wachsen. Wie entscheidet ihr euch? Verbannen. Wir verlieren ein paar Pilze, aber wir statuieren ein Exempel. Forschungskosten. So, warum? Warum verringert das die Forschungskosten für die Stadtverteidigung? Den Zusammenhang verstehe ich nicht so. Schützen. Der Stammesangehörige hat einen Fehler gemacht, aber daraus wird er lernen. Und die zusätzliche Nahrung ist mehr als willkommen. Reiche Ernte. Oder im Dienst stellen. Der Mann wird die Siedlung verlassen, aber Teil des Stamms bleiben. Er wird seine Zeit damit verbringen, mehr über diese seltsamen Pilze herauszufinden. Ja, das ist doch. Das hört sich doch an einem Kompromiss an. Mehr über die Pilze rausfinden. So, Geländedetails. Gut. Beenden. The challenges of a young civilization. It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. Okay. Perhaps you don't really need to focus on markets when you have deep philosophers and dangerous chariots. Okay, also schöne Cutscenes zwischendrin. Wenn wir in einer Epoche aufsteigen. So, bevor ihr eure Stadt errichtet, sehen wir uns einmal das Gelände an. Filter maximieren. Neue Epoche. Alles gut. Dann macht hier mal weiter. Auto erkunden. Das bleibt an. Also Epochenstamm und Ruhm. So, Bezirke. So, eure erste Stadt. Ihr seid nun bereit, eure erste Stadt zu bauen. Die Hauptstadt eures Reichs. Wenn ihr den Außenposten, den ihr zur Stadt aufwerten wollt, und dann Außenposten zur Stadt ausbauen. Eine Stadt zu gründen kostet Einfluss. Das gilt allerdings nicht für eure Hauptstadt. Nehmt euch etwas Zeit, um die beste Stelle zu finden. Achtet vor allem auf die Ressourcenproduktion der umliegenden Felder und darauf, wie viel Schutz das Terrain bietet. Das ist mir jetzt erstmal beim ersten Testen erstmal... A city means shelter for those who need it. A place to store food. Pens for the pigs. It may not be glorious, but it beats sleeping under trees. Prächtig ist es nicht, aber besser als im Freien unter Bäumen zu schlafen. So, Infrastrukturen, Töpferei. Was können wir machen? So, Schmiedeviertel. Also jetzt muss ich schon mal überlegen, welcher Reihenfolge da was. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? So, lass mal gucken. Konfuzianische Schule. Loyalität gegen die Übrigkeit ist ein Lernthema. Achso, macht Wissenschaftsressourcen, das macht Lebensmittel, das macht das. Kriege ich irgendwo Kohle her? Kohle kriege ich irgendwie nirgendwo her. So, Einfluss. Kostet 50 Industrie. Das haben wir nicht. Lass mal auf, Industrie. Beziehung von Bezirken. Der neue Bezirk muss neben einem bestehenden Bezirk sein. Also, hier machen wir den Bezirk hin. Dann machen wir hier Lebensmittelbezirk hin. Hier. Das müssen wir dann gleich machen. Forschungsbezirk will ich dann hier hinbauen. Weil es ja hier auch Bonus auf Forschung gibt. Gut. Bin ich jetzt schon? Ne, der Posten ist doch noch nicht gebaut, oder? Eure Forscher sind derzeit untätig. Keine Technologie ausgewählt. Wählt eine Technologie. Muss doch das Rad erforschen, wurde mir gesagt.
Kalender. Kostbare Materialien und verkaufen die besten Objekte für einen stattlichen Preis, wenn ein Markt in der Nähe ist. Tierhaltung. Tierstall. Spähreiter. Tischlerei. Holzlager. Bogenschützen. Stadtverteidigung. Und hier haben wir den gesamten Technologiebildschirm. So, wir müssen noch das Rad erforschen. Wo ist denn das Rad dabei? So, Kalender, danach kommt Bewässerung. Tischlerei. Fischerei. Und den Hafen. Steinmetzkunst, wo ist denn das Rad? Schmiede? Hier, das ist das Rad, oder nee, Kupfer. Wo erfinden wir denn das Rad? Kornspeicher. Kunsthandwerksviertel, komm. Zehn Runden. Das braucht alles so viele Runden, bis es fertig ist. Eine Pyramide hingebaut? Eine Pyramide mit einer Wasserrutsche? Nein. Näher ran komme ich leider nicht. Aber dafür sehr weit raus. Okay, da ist der Gegner. Nee, warte mal, das bin ich. Okay, man kommt immer wieder... Ja. Geht von der Größe her. So, ein Nomadenstamm erreichte mit der Mykener-Kultur die Epoche Antike. Achso, das sind andere, die auch aufgerüstet werden. So, Kuriositäten gesammelt. Was ist hier? Erkunden ein. Off we go. Ach, habe ich jetzt 2 Einheiten? Okay. Kommen die her? Und sich vermehrt. So, Technologien fertig, Kalender erforscht. Jetzt, da die Leute sesshaft geworden sind, wollen sie den Lauf der Jahreszeiten verfolgen, um die richtige Zeit für Saat und Ernte abzupassen. Das ist doch gut. So, hier, Oberflächenanbau, öffentliche Brunnen. Machen wir mal weiter. So, wann sind hier die Bezirke fertig? Die werden noch gebaut. Ah, dass man nicht ein bisschen näher rankommt, um ein bisschen mehr Wuselfaktor und groß zu haben. Wann seid ihr denn fertig? Ihr müsst doch fertig sein, oder? So, Wissenschaft. Nee. So, Bevölkerungswachstum. Alles gut. Jetzt, das wird fertig. Feuerwerk. So, dann kann ich nämlich hier jetzt. Ist aber. Nee. Auf einem Ressourcenlager nicht möglich. Ach so. Ich möchte aber gerne... Ja, Mist, verdammter. Dann brauchen wir hier nochmal, machen wir hier Industrie. Und hier nochmal Nahrungsmittel. Was ist das hier? Kunsthandwerksviertel. Kann ich nicht bauen. Was ist denn ein gültiges Feld? Das Kunsthandwerksviertel. Ach, ich brauche ein Luxusressourcenfeld dafür. Wo haben wir denn ein Luxusressourcenfeld?
werde ich wahrscheinlich einen Außenposten woanders hinbauen müssen. So, habe ich jetzt hier gesagt? Ja. So, wenn das fertig gebaut ist, dann kann ich da hoffentlich Forschung draufpacken, oder? Kupfer. Ressourcengewinnung ist gesperrt. Dafür muss erstmal die Bronzeverarbeitung erforscht werden. Okay, ich verstehe. Da geht es dann langsam aber sicher dann ins Eingemachte ein bisschen. So, was können wir hier noch machen? Kornspeicher erforschen. Das war so ein bisschen blöd. Ja gut, Wissenschaftspunkte bekomme ich ja so oder so. Nur nicht so viel, wie ich gerne hätte. Öffentliche Zeremonien. Festmahl. So 500 Industrie. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ganz viel Einfluss. Was kann ich denn mit meinem Einfluss machen? Da war doch irgendwas. Achso, der Reichsbildschirm. Dies ist ein Reichsbildschirm. Hier könnt ihr den Fortschritt der Errungenschaften, das Erbe eures Reiches überprüfen. Vor allem bekommt ihr hier einen detaillierten Überblick über die Epochensternziele. Nehmt euch Zeit, um euch mit diesem zentralen Aspekt von Humankind vertraut zu machen. So, was muss ich denn hier machen? Landwirtschaftssterne, Baumeistersterne, Expansionssterne, Händlersterne, Wissenschaftssterne. Antike käme das Altertum, dann das Mittelalter. Ruhmpunkte. Und hier? Achso, Religion. Die passende Musik zu meiner Kultur. Finde ich auch nicht schlecht, dass man daran gedacht hat. Der Jäger braucht andere Befehle geben. Angriff. Gebiet beanspruchen. Plündern. Wald roden. Kann ich einfach jagen gehen? Neues Wunder kann beansprucht werden. Jedes dieser großen Monumente kann für Jahrtausende zu einem Zeichen für die Macht und den Einfallsreichtum der Menschheit werden. Ich muss es natürlich auch bauen können, ne? So, wählt ein kulturelles Wunder aus, um euch seine Einzelheiten anzusehen, falls möglich das Recht an seinem Bau zu beanspruchen. Lass mal gucken. Hängende Gärten von Babylon. Diese Gärten sind eine Oase des Lebens in einem ausgedörrten Land und der ideale Ort, um fremde Würdenträger zu empfangen. Gucken wir gleich mal, was das kann. Die Pyramiden von Gizeh. Diese Wunderwerke sind ein Zeichen menschlichen Willens und Einfallsreichtums. Sie werden sicher Jahrtausende überdauern. Stonehenge. Ein Ort großer spiritueller Bedeutung. Die Sonnenwende in diesem Steinkreis zu beobachten, ist ein atemberaubendes Erlebnis, oder? Tempel der Artemis. Mit seinen gewaltigen Säulen ist dieser Tempel einer Göttin wahrhaft würdig. Tja. Muss auf einem Luxusressourcenlager platziert werden, kann einmal auf der Welt gebaut werden. Das Platzieren eines gemeinsamen Projektes könnt ihr im Bau nicht mehr vom ausgewählten Welt entfernen. Die Pyramiden von Gizeh, das muss auf einem Fluss platziert werden. Kann einmal auf der Welt gebaut werden. Wo muss das auf einem Fluss? Irgendwelche. Ist das hier ein Fluss? Was
Küstengewässer. Das hier? Das ist ein Fluss. Ozean, Küstengewässer, also ein kleiner Fluss hier. Pyramiden von Gizeh, das wird wahrscheinlich funktionieren. So, Stonehenge. Ist wahrscheinlich egal, wo man das hinpackt. Gilt als heilige Stätte, zählt aber nicht für die maximale Anzahl an heiligen Städten. So. So, Tempel der Artemis muss neben Waldgebiet oder Wald platziert werden. Wenn einmal auf der Welt gebaut wird, nach dem Platzieren erhöht den Glaube und die Stabilität und die Gesundheitsregeneration. Was machen die Pyramiden? Ruhm, Stabilität. Hängende Gärten von Babylon. Was haben wir hier? Plus Nahrung. Plus Stabilität, plus Glaube, auf Hauptstadt, plus Nahrung, plus Ruhm. Komme ich in Stonehenge. So. Nach dem Beanspruchen ist das Wunder in jedem Stadtfeld verfügbar. Nachdem ein Kulturwunder beansprucht wurde, könnt ihr eure Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Sein Bau muss abgeschlossen werden, bevor ihr ein anderes beanspruchen könnt. Anspruchen. So, lass mal gucken. Öffentliche Zeremonien. Achso, hier könnte ich Stonehenge. 94 Runden. Und wohin? Ne, hier direkt nach nebenan, würde ich sagen. Dauert auch nur 94 Runden. Dann hier öffentliche Zeremonien. Alles was geht. Da jetzt eine Baustelle. Ja. Ich meine, dass die Pyramiden von Gizeh so lange brauchen, ist eine Sache, ne? Aber dass Stonehenge so lang dauert. Vesuv habe ich ja auch entdeckt. Gut, schauen wir mal, was in den nächsten Runden noch so passiert. Ach, treffen hier einen Mammut. Was ist hier los? Was ist denn das? Gesellschaft. Die Verordnungen, die ihr wählt oder Entscheidungen bei bestimmten Ereignissen wirken auf eure Ideologie aus und bringen Boni ein. Es befinden sich Eingebiete im Einflussbereich eures Reiches. Ruhig ist es. Offene, was? Ohne freigeschaltete Verordnung nicht möglich. Okay. Kuriosität. Greetings to the Nubians. Now Grüß die there's some Nubier. good Was für eine Fügung. fortune. Ein Nachbar, der mehr A an neighbor Handel als who an may be more Konflikten interessiert interested in ist. commerce than conflict. Juhu, wo sind die Nubier? All Einen things neuen must Nachbarn. pass. Sadly, right now, that includes your place on the podium of the most famous empires. Was? Alles geht mal zu Ende. Eure Platzierung bei den berühmtesten Imperien. Warum? Warum? Und vor allen Dingen, wo sind die Nubier? So. Im Besitz der Nubier. Okay, das sieht alles schon ein bisschen besser aus als bei mir, würde ich sagen. Ich könnte sie einfach mal angreifen. Ich glaube, das bringt mich aber auch nicht wirklich weiter. Schon viele
Felder angelegt. Vielleicht soll ich das auch mal machen. Kann ich denn noch was anlegen? Hier kann man noch Industrie anlegen. Industrie. Nahrung. Diplomatische Anfänge. Ihr seid gerade auf ein anderes Reich getroffen. Werden sie sich als Freund oder Feind erweisen? Von jetzt an könnt ihr eure Beziehung mit ihnen durch Diplomatie verwalten. Wählt einfach das Diplomatie-Symbol auf dem oberen Bildschirm und Diplomatie ist für die Entwicklung aus Königreich unentbehrlich und ermöglicht es euch, gegenseitige Beziehungen zu Freunden oder Verbindungen zu festigen oder Kriegserklärungen auszusprechen. So, willkommen auf dem Diplomatie-Bildschirm. Oh wei, die sehen aber beide sehr traurig zurückhaltend aus. Hier verwaltet ihr diplomatische Beziehungen zu anderen Reichen. Diplomatie ist ein Spielsystem, das anfangs sehr komplex erscheinen mag, aber denkt immer ran, dass jeder ein paar Partien braucht, um das System ganz zu verstehen und seine Feinheiten zu meistern. Seid der Anführer, der ihr sein wollt. Sucht Verbündete, handelt Ressourcen, zeichnet Abkommen oder erklärt anderen den Krieg. Schauen wir uns kurz die wichtigsten Informationen an. Überraschungsangriff. So, diplomatische Lage, ist klar. Es wird ja auch gerade erklärt, der Beziehungsreiter, auch okay. Kriegsunterstützung, wir haben ja gerade die Videos hier sehen. Will nicht einfach nochmal zurückspulen. So, es herrscht Frieden. So, wir können handeln. Also, wir können Abkommen schließen. Gut, Krise haben wir keine. So, Scharmützel dulden. Dann machen wir mal hier nicht Angriffspakt. I have a proposal. Was? Die wollen Kohle dafür? How sweet would be the sound of tumbling gold, if you follow me. Really interesting. Das könnte ich ablehnen. Da muss ich vielleicht mit Konsequenzen rechnen. Aber ein Nicht-Angriffspakt gegen Gold würde ich jetzt erstmal ablehnen. Must I accept every vulgar proposition that comes my way? No. Very well. Understood. Gibt eben keinen Nicht-Angriffspakt. Pfiff. Wird nur nett sein. Aber vielleicht war das jetzt auch ein Fehler. Naja. Ist ja nur mal ein Test. A proposal for you. Think on it. Was? Jetzt bieten die uns einen Nicht-Angriffspakt an? I can't see how. Eine hier. Luxusgüter. Erhalten. Na komm, nehmen wir A mal an. proposal I can sing the praises of. We accept. Ich hätte jetzt auch noch sagen können, gib mir A Gold dafür. most wonderful happenstance. Du liebe Zeit, wie die diplomatisch vor sich rumtänzeln. Ach, und wie sie jetzt lachen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade erstaunt, wie plötzlich meine Grafikkarte ans Leistungslimit geht. Very interesting. Ja, ich hoffe, die Aufnahme ist trotzdem brauchbar, sonst würde ich mich sehr ärgern. Naja, aber das ist ein anderes Thema. So, Runde beenden. So, Bewässerung wurde erforscht. Wir könnten jetzt weiter erforschen. Wir können uns weiterentwickeln, die Diplomatie ausbauen, kämpfen, Weltwunder, Fortschritt in der Fortschritt ins nächste Zeitalter. Ich denke mal, vom Grundprinzip her haben wir jetzt gesehen, wie das Spiel funktioniert. Ich bin weder enttäuscht noch gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was ich aber ehrlich sagen muss, ist, ich halte hier 50 € für schlicht zu viel für dieses Spiel. Auch wenn das vielleicht ein sehr umfangreiches Spielerlebnis bietet, aber vielleicht seht ihr das auch anders, aber vielleicht mal, wenn es ein günstiges Angebot geben sollte. Es gab zwischendurch ja schon günstige Angebote, ne? Also ist nicht so, als würde der Anbieter auf 50 € baren. 50 € würde ich jetzt dafür tatsächlich nicht ausgeben. Wie gesagt, ist vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass es mich doch deutlich mehr nimmt als andere Hexagon-rundenbasierte Strategiespiele, die ich bisher gespielt habe. Und trotz der komplexen Spielmechaniken scheint mir das Ganze doch recht eingängig und auch vielleicht für nicht so versierte Spieler geeignet zu sein. Da zähle ich mich persönlich auch dazu. Ich bin eigentlich immer ein ganz guter Maßstab dafür, zu sagen, oder zumindest zu sagen, wenn ich es verstehe, dann verstehen es die meisten anderen auch. Gut, aber es hat mir gefallen, ne, dass ich jetzt was anderes erwartet habe. Erwartungshaltung ist ja kein Urteil über das Spiel. Ich würde dem Spiel unter dem Strich sogar eine gute Bewertung geben. Wie gesagt, nicht so gehypt wie aus anderen und die es dann auch noch mit anderen Spielen verglichen haben, an denen ich sowieso keine Aktien habe. Aber ich fand es jetzt nur eine gute Gelegenheit über eine Demo-Version, weiß gar nicht, ob es hier noch gibt. Ich hatte die von Epic, aus dem Epic Game Store, könnt ihr ja mal gucken, ob die da noch zur Verfügung steht, um euch das Spiel vielleicht auch mal selber zu Gemüte zu führen und anzutesten. Gut, was bleibt mir noch? Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.